Hallo und willkommen in meiner Küche. Das ist ein Baum mit Zieräpfeln. Sie sind sehr klein, in diesem Fall schön rot und essbar. In diesem Video zeige ich, wie man Zierapfelkonfitüre, Zierapfelgelee und ein Konfekt aus Zierapfel herstellen kann. Der Zierapfel hat ungefähr die Größe von Süßkirschen. Die Äpfel müssen natürlich gründlich gewaschen werden. Die Blütenblätter schwimmen meistens oben auf dem Wasser, weswegen ich das Wasser überlaufen lasse und die Schüssel an einer Seite anhebe, damit die Verunreinigungen ablaufen können. Die Blüten an der Unterseite der Äpfel werden am besten mit dem Messer herausgeschnitten oder herausgekratzt. Anschließend halbiert man die Äpfel und dann erst kann man mühelos den Stängel abziehen, der bei den Zieräpfeln übrigens genauso groß ist wie bei den Kulturäpfeln. Die halbierten Äpfel werden in den Kochtopf gegeben, man füllt etwas Wasser ein, so dass die Äpfel nicht damit bedeckt sind und setzt den Topf auf. Mit Deckel geht es schneller, bis sie kochen. Sobald die Äpfel kochen, reduziert man die Hitze und lässt sie vielleicht 10 Minuten simmern oder so lange, bis sie weich sind. Hier habe ich eine Metallschüssel, auf die ich die Flotte Lotte setze. Die Äpfel werden eingefüllt und durchgedreht. Ab und zu drehe ich gegen den Uhrzeigersinn, damit die Schalen, die sich am Sieb unten festgesetzt haben, wieder nach oben befördert werden. Das Apfelmus gebe ich in meinen Kochtopf, wobei ich es wiege. Da ich nicht so ein Freund der übermäßig süßen Konfitüren bin, gebe ich nur die Hälfte des Fruchtgewichtes an Zucker dazu. Wer will, gibt Zucker im Verhältnis 1:1 dazu. Zucker und Frucht werden aufgekocht und dabei gerührt. Da die Zieräpfel sehr viel Pektin enthalten, braucht kein Geliermittel zugefügt zu werden. Bei mir reichte eine Kochzeit von ungefähr 5 Minuten und es war eine Temperatur von über 100 Grad erreicht. Nebenher habe ich eine Pfanne mit Wasser gefüllt, in die ich eine Eisenplatte gelegt habe. Dort hinein habe ich meine Marmeladengläser zum Abkochen gestellt, ebenso die Deckel und meinen Einfülltrichter. Alles stelle ich nun neben den Topf mit der Marmelade und befülle die heißen Gläser. Der Deckel wird aufgesetzt und anschließend richtig festgezogen. Für das Kochen des Gelees ist die Vorgehensweise zunächst gleich wie bei der Vorbereitung für das Apfelmus. Die Zieräpfel werden gewaschen, halbiert und die Stängel entfernt. Ich hatte 1200 Gramm Frucht, also habe ich die Hälfte Wasser dazugegeben und die Früchte aufgekocht. Sobald sie kochen, drehe ich die Hitze auf die kleinste Stufe und lasse sie 10 Minuten kochen oder bis sie weich sind. Hier habe ich wieder meine Edelstahlschüssel, in die ich nun ein Sieb hänge und dort hinein schütte ich die weich gekochten Äpfel. Damit der Saft gut ablaufen kann, lege ich einen Teller auf das Obst und beschwere ihn mit 2 Steinen, die ich natürlich zuvor abgekocht und außerdem noch in Klarsichtfolie bzw. Aluminiumpapier gewickelt habe. Man kann auch eine Konservendose nehmen oder was immer man zur Hand hat, das schwer und sauber ist. Die Äpfel müssen nun über Nacht stehen bleiben, damit der Saft ablaufen kann. Am nächsten Morgen können Steine und Teller entfernt werden. Die Masse ist sehr kompakt und fest geworden und so viel Saft ist in der Schüssel. Ich gebe den Saft zurück in meinen Kochtopf, der auf einer Waage steht, und auch beim Gelee gebe ich nur die halbe Menge Zucker hinzu, also im Verhältnis 2 Teile Frucht zu einem Teil Zucker. Das Ganze wird aufgekocht und so lange kochen gelassen, bis die Luftblasen, die sich an der Oberfläche bilden, schwerfällig werden. Wenn man einen Löffel in das Gelee taucht und das Gelee ablaufen lässt, bilden sich zusammenhängende, schwerfällige Tropfen. Fährt man mit dem Finger über die Rückseite, bleibt ein Streifen sichtbar. Auch für das Gelee werden die Gläser abgekocht, bevor es eingefüllt wird. Deckel drauf und richtig fest zudrehen.
und fertig. Die Apfelmasse in meinem Sieb habe ich noch einmal mit dem Löffel durch das Sieb gestrichen und habe noch ein wunderbares Apfelmus erhalten, aus dem ich noch ein Zierapfelkonfekt machen möchte, ähnlich einem Quittenbrot. Ich gebe es in eine Pfanne, wiege es und gebe auch hier wieder bezogen auf das Fruchtgewicht die Hälfte an Zucker dazu. Wie bei der Marmelade lasse ich es aufkochen, nur koche ich es diesmal viel länger, nämlich so lange, bis der Topfboden sichtbar bleibt, wenn man das Mousse rührt. Dieses Stadium hier ist noch nicht ausreichend, man muss es noch länger kochen lassen. Nun schütte ich es in eine kleine Form, die ich mit Klarsichtfolie ausgelegt habe, und lasse es abkühlen. Nach dem Abkühlen kann man es in Stücke schneiden, in Zucker oder in Kokosflocken wälzen und zum Nachtisch oder zum Tee reichen. Der Geschmack der Konfitüre ist sehr intensiv nach Apfel mit einem leicht sauren Abgang. Das Gelee ist geschmacklich ebenfalls sehr intensiv, aber etwas feiner, und es ist wunderbar klar geworden. Das Fruchtkonfekt schmeckt ebenfalls sehr intensiv nach Frucht. Ich hoffe, ihr habt euch dazu inspirieren lassen, es einmal mit einem Zierapfel aufzunehmen. Viel Spaß beim Ausprobieren und wie immer guten Appetit!